Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Namib's Valley of a Thousand Hills Lodge. Ich habe mir meinen Wecker heute auf 5:45 Uhr gestellt und jetzt ist es circa 6:20 Uhr und die Sonne ist komplett hinter dem Berg aufgegangen. Ihr habt die schönen Bilder gesehen vom Sonnenaufgang hier, das war herrlich. Ansonsten ist heute ein Tag, wo ich mich wieder nur ausruhen werde. Ich werde jetzt gleich ein wenig den Pool genießen, mich abkühlen, danach ein bisschen in meinem Buch lesen, trinken, viel Wasser trinken und dann werde ich euch nachher mitnehmen in den kleinen Ort Solitaire. Dort werde ich auftanken und werde ein Stück von dem berühmten Apfelkuchen aus der Bäckerei essen, die es dort gibt. Herzlich willkommen in Solitaire. Ich bin jetzt angekommen hier, habe eben schon getankt und habe mir beim Bezahlen den berühmten Apfelkuchen und einen Kaffee bestellt. Jetzt fahre ich die 85 Kilometer zu meiner Lodge wieder zurück. Selbe Strecke, geile Landschaft, viel Spaß. Ein schöner und entspannter Nachmittag mit tollen Eindrücken aus Solitaire und der Fahrt entlang der C14 liegt hinter mir. Mein Tag endet mit ein paar stimmungsvollen Fotos im sanften Licht der untergehenden Sonne und einem fantastischen Sternenhimmel über dem Namib's Valley of a Thousand Hills. Guten Morgen hier aus der Lodge. Ich sitze jetzt hier mit einem, ich zeige euch das, in Afrika schmeckt der immer gut, oder beim Zelten, beim Wandern ein Instant-Kaffee und werde mich dann nach dem Frühstück direkt, das wird heute recht früh sein, wahrscheinlich kurz nach 8 schon, auf den Weg machen auf eine ebenfalls wieder lange Etappe ins Malanzrus Tented Camp, das bei Tweefontein liegt. Viel Spaß beim Zuschauen.
Ich habe jetzt gerade Omaruru verlassen, habe dort getankt und befinde mich jetzt auf der D2344. Das ist exakt die Strecke, die ich in diesem Sommer mit meiner Lena auch schon gefahren bin. Und ich zeige euch hier mal das Video, wo ihr ein wenig mehr über diese Strecke, diese Route erfahren könnt, von hier bis nach Tweifelfontein zu den diversen Camps, die es dort gibt. Das war eben der berühmte Ugab-Trockenfluss, den ich überquert habe, wo an dieser Straße der C35 einige typische kleine Stände am Rand der Straße, wo die Menschen hier versuchen, ihre Kleinkunst an Touristen loszuwerden. Also diese ersten 10, 15 Kilometer auf der D2612, die sind wirklich unglaublich. Und ich habe nun schon einen Toyota Land Cruiser. Boah. Ja, ein herzliches Willkommen im Malansrus Tented Camp. I forgot your name again. Jessie. Jessie. It's Josanta, but you can say Josanta? Yes. Ich bin gerade angekommen. Es ist jetzt ungefähr 4:30 am Nachmittag. Und wie immer zu Beginn zeige ich euch das Zelt. Solange noch alles sauber und aufgeräumt ist. Es gibt eine überdachte Terrasse und eine kleine Sitzecke hier vorne. Und drinnen ein Doppelbett bzw. 2 Einzelbetten. Auch eine Sitzecke. Hier auf dieser Seite gibt es eine Kanne mit warmem Wasser, Kaffee- und Teezubehör. Dort hinten kann man den Koffer ablegen. Hier vorne gibt es neben dem Feuerlöscher eine Ladestation. Und hier hinten befindet sich das WC. Und um die andere Ecke befindet sich ein großer Waschtisch mit 2 Waschbecken, einem großen Spiegel, rechts die Dusche. Hier an der Seite der große Spiegel. Ja. Und so sieht's aus hier im Camp. Das ist meine Unterkunft für die nächsten 2 Übernachtungen. Guten Morgen aus dem Malansrus Tented Camp. Ich werde jetzt ein kurzes Frühstück einnehmen und dann wird mich mein Guide Matthias hoffentlich zu den hier in der Region lebenden Wüstenelefanten fahren. Viel Spaß! So the name is wild chestnut. Yes, was that Quilia quinquilata. There's one big problem. When I use the zoom, I need my glasses. Oh, I see. And I don't have my glasses. That's why I try it again. The second one is also coming back up. It's still standing there. I can see this, but... Okay. Tasty coffee tree. And right next to it, that's a dried out mopani tree. This one on the left-hand side. Yes. Yeah. Very good firewood. And the rock pigeons are the bigger ones who are flying around here. They are also here because of the water. Yes. Nice to see them on the big tree over there. Herzlich willkommen hier aus dem Trockenflussbett des Aba Huab Rivers. Mein Guide Matthias
Ich habe ihn gefragt und ihm erzählt, dass ich filme und habe ihn gefragt, ob es okay für ihn ist, dass er mit auf den Film ist. Er möchte das nicht so und ich respektiere das natürlich. Deswegen zeige ich ihn nie selber hier in meinem Video. Mein Guide Matthias hat mich jetzt zu einer Stelle geführt, wo wir die Wüstenelefanten sehen werden. Wir sind jetzt noch einige Meter davon entfernt. Wir sind kurz ausgestiegen, haben nochmal die sogenannte Buschtoilette besucht und jetzt werden wir uns langsam dem Elefant nähern und ich werde mich auch jetzt in den Außenbereich des Autos setzen und bin ganz doll gespannt und freue mich sehr auf das, was jetzt kommen wird. Es ist so unglaublich, so schön. Ich freue mich so, jetzt gleich die Elefanten hier zu sehen in dieser Umgebung. Das ist ganz speziell. What do you think? How old the big bull is? How many years? It will be maybe over 45. 45. I said 40, 45 years. Wow, amazing. These animals can live up to about 60? 60, 70 years old. Wow. Yeah. He had a plan maybe to strip up for high branches. Wow. Wir haben eben zwei Bullen gesehen. Der ältere, der dominante Bulle, ich habe gefragt, circa 45 Jahre alt und ein junger Bulle. Und nun fahren wir ein Stückchen weiter das Flussbett hinunter und schauen zu den weiblichen Tieren, die etwas entfernt von den beiden Bullen grasen. Wow. Wow. Oh, there's a snake. Where? Left hand side, next to the road. What is it? Oh, it's in front of the car. In front of the car, going to the right side. Oh, okay. Oh, the zebra snake. Can I come out? You know elephants are crazy. Oh.
Matthias und ein anderer Guide aus einem anderen Fahrzeug. Wir folgen jetzt frischen Löwenspuren, die wir im Sand gesehen haben, die er im Sand gesehen hat, nicht ich. Und bin sehr gespannt. Now I can see only the left one. Yeah, the other one when we make a noise. Zurück von einem fantastischen Vormittag. Es war ein unglaublich cooles Erlebnis, mit diesem Geländewagen durch den Abahuab zu fahren. Und natürlich war es unglaublich, diese Elefanten zu sehen. Und das alles aus der Perspektive dieses trockenen Flussbetts. Die Schlange, die wir gesehen haben, auf Englisch, hat mir mein Guide erzählt, heißt sie Zebra Snake. Ja, und natürlich dann dieser Thrill, den frischen Löwenspuren zu folgen und ja, dann tatsächlich die Löwen zu sehen, wenn auch total gut versteckt. Also alles in allem ein irre toller Vormittag, das hat mir sehr gut gefallen und jetzt chille ich ein bisschen für den Rest des Nachmittags, werde mal eine Erfrischung im Pool nehmen und muss dann gucken, dass ich nicht allzu lange in der Sonne bin, weil das ist wirklich unglaublich heiß hier. We feel so honored and feel so grateful to host you tonight and welcome, welcome. And then we said, Purto appetit, por un appetit, smakle, kalanyate, anchichara minya, injo yamir, and quetta, Guten Morgen aus dem Malansrus Tented Camp. Es ist jetzt noch nicht einmal 6 Uhr. Ich bin aufgestanden, habe mich fertig gemacht, alles gepackt. Werde jetzt ein kurzes Frühstück zu mir nehmen und dann habe ich heute eine lange, lange Tour vor mir. Hallöchen aus dem Land Cruiser. Ich habe jetzt gerade Otafi passiert, bin also von der B1 auf die B8 jetzt gewechselt. Weit Richtung, zunächst ein Stück Norden noch und dann ganz in den Osten. Im Moment befinde ich mich jetzt in Richtung Grootfontein, das noch ungefähr 90 Kilometer von hier entfernt ist.
Jo, ich bin jetzt gerade auf die D2844 abgebogen. Ich habe jetzt noch ungefähr 20 Kilometer vor mir und dann habe ich mein Ziel, die Dornhügel Guest Farm, erreicht und ich bin heilfroh. Es wird noch vor 16 Uhr, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Dankeschön, dass ihr mein Video bis zu Ende geschaut habt. Teil 3 beginnt hier in der Dornhügel Gästefarm, führt mich mit dem Zwischenziel Shametu River Lodge ein erstes Mal an den Okavango River, von wo ich die Grenze nach Botswana überquere, in die tolle Chobe River Lodge weiterfahre und meine ersten Wildtiere auf Botswanas A33 treffe. Viel Freude beim Anschauen!